Hallo zusammen! Ich möchte heute mit euch zusammen ein Osternest bauen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Verkunstet. Ich habe Holzschnittreste hier bei mir liegen, ihr seht es schon, und zwar eine ganze Menge. Und dazu möchte ich gerne mir heute ein Nest bauen, und zwar für Ostern. Ja, ich würde sagen, viel Material braucht man nicht, außer diesem Schnittzeug. Eine Schale, was nachher zum Reinstellen, etwas Leim und Schutz für die Hände. Als erstes bin ich hingegangen und habe meine Reste etwas klein geschnitten. Ihr seht es, relativ unterschiedliche Größen, also so, dass ich gedacht habe, dass ich das nachher, wenn ich das in die Schüssel reinführe, dann auch gelegt bekomme. Also es sollte nicht zu lang sein. Um das Ganze zu verfestigen, also damit das nachher auch eine schöne feste Kugel wird, nehme ich Holzleim. Das heißt, wir nehmen da wirklich einen guten Jusch aus der Flasche raus. Ich gucke mal, ob ich die hier so aufkriege. So, jetzt dauert mir das nämlich hier zu lange. Seid nicht zu sparsam, denn es soll ja gut haften. Ja, und wenn wir dann genug reingetan haben, geht es ans Kneten, im Prinzip wie beim Backteig. Also kneten im Sinne von einmal gut durchrühren. Nachdem ich jetzt alles gut einmal durchgerührt habe, will ich es natürlich auch in meine Form hineingeben. Dazu hatte ich mir eben hier schon Schüsseln hingestellt. Eine große Schüssel, mit der ich halt hier überall schon Frischhaltefolie ausgelegt habe. Und einmal hier so ein Glas, ein altes Einmachglas. Auch das habe ich einmal mit Frischhaltefolie umwickelt, damit ich nachher die Masse, wenn es trocken ist, gut aus dem Ganzen herausgelöst bekomme und nichts kaputt mache. Okay, ich würde sagen, legen wir los. Tage sind vergangen. Heute ist der Tag zum Auspacken gedacht. Wir hoffen, dass das jetzt hier funktioniert. Wenn wir hier schon mal so dran rumrütteln, dann seht ihr, es ist wirklich bombenfest. Ob ich das jetzt hier alles gut rausgelöst bekomme, drückt mir die Daumen. Ihr seht schon, ich habe das Nest fertiggestellt, einmal gesäubert von der Frischhaltefolie und von den Leimresten, die noch so dran waren. Und damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, was man vielleicht dekomäßig machen kann, habe ich hier ein Beispiel jetzt bepflanzt. Ihr seht, ich habe hier mit Moos gearbeitet, habe hier noch so künstliche Wachteleier reingesetzt, ein paar Federn. Ja, habe hier Betonhäschen, die ich selber gemacht habe, reingesetzt. Und ich finde, das ist schon eine total schöne Komposition, die man sich jetzt schon auch gerne auf den Tisch stellen kann. Mir gefällt es total gut. Ich werde mit Sicherheit auch noch ein paar Nester bauen,
denn das war jetzt wirklich einfach, schnell gemacht und man muss nur ein bisschen Geduld haben mit der Trocknungszeit. Ja, wer sich jetzt fragt, wie diese Häschen entstanden sind, dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr nicht schon bereits den Kanal abonniert habt und die Glocke betätigt habt, dann tut das doch jetzt bitte. Dann verpasst ihr auf gar keinen Fall, wenn wir das Video hochladen, wie kann ich mit Knetbeton oder vielleicht auch noch mit anderen Arten von Beton solche süßen Häschen herstellen. Ja, und für alle die gerne noch etwas mehr Österliches gestalten wollen mit Eiern, würde ich sagen, schaut doch mal hier in dieses Video rein. Da zeige ich euch, was man sonst noch damit machen kann.